American infantrymen once again hit the road toward Korea's city. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Und das oft Jahre nachdem die Bomben gefallen und die überlebenden Soldaten nach Hause zurückgekehrt waren. Zu dem Zeitpunkt, als die Raketen abgeschossen und die Truppen ins Feld geschickt wurden, präsentierte man dem amerikanischen Volk bestenfalls Halbwahrheiten und verschwieg die wahren Gründe und Ausmaße der Militäraktionen. Immer wieder die gleiche Strategie. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Schon der Vietnamkrieg lässt klar ein System der Kriegspropaganda erkennen, meint der Medienkritiker und Journalist Norman Solomon. Als Teenager las ich viel über den Vietnamkrieg und sah die Berichte im Fernsehen. In combat, there are no niceties. A dead enemy soldier is simply an object to be examined for documents, then removed as quickly as possible, sometimes crudely. Freunde gingen als Soldaten nach Vietnam. Und als ich selbst ins wehrpflichtige Alter kam, fragte ich mich immer öfter, ob all das, was da aus Washington und dem Weißen Haus kam, wirklich wahr war. We fight for the principle of self-determination, that the people of South Vietnam should be able to choose their own course. Choose it in free election, without violence, without terror, and without fear. And through that process, immer mehr drängte sich mir die Frage auf, ob wir nicht viel mehr belogen wurden. Solomon sieht Parallelen zwischen der Propaganda für den Vietnamkrieg und für spätere Militäraktionen der USA. Während ich mir die Geschichte anschaute, beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass sich zwar die Namen der Länder änderten und die Situationen auch irgendwie unterschiedlich waren, aber es gab immer auffällige Parallelen. So gut wie nie fällt ein Krieg einfach so vom Himmel. Die Grundlage muss gelegt und der Fall konstruiert werden. Und oft werden wir dabei betrogen. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. That we are living in an era marked by the growth of socialism, its basic godless philosophy. Lying, dirty. Its goal of world conquest. Shrewd, godless. Its insidious tactics. Murderous, determined. And its cunning strategy. It's an international criminal conspiracy. Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. Da haben wir den Vergleich mit Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. Es gibt keine Informationen, um die Bilder richtig einzuordnen. This mad dog of the Middle East, I find he's not only a barbarian, but he's flaky.
the drug-indicted, drug-related, indicted dictator of Panama. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. And as Aldous Huxley said long ago, Aldous Huxley hat gesagt, es ist oft überzeugender, Dinge wegzulassen, als direkt zu lügen. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Erwähnt man das also nicht, ist es eine effektive Form der Propaganda. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig und nur mit dem hehren Ziel, Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. We want nothing for ourselves, only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country in their own way. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. The United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America by doing what we do best. By supporting democracy. Je öfter es gesagt wird, desto richtiger scheint es. Our cause of liberty, our cause of freedom, our cause of compassion and understanding. People want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. We want to lift lives around the world, not take them. Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. We must get the Kosovar refugees home safely. Minefields will have to be cleared. Homes destroyed by Serb forces will have to be rebuilt. Homeless people in need of food and medicine. Die Botschaft lautet, Amerika darf nicht so selbstsüchtig sein. Wir müssen anderen helfen. Am Ende schaffen sie es, das Bombardieren von Menschen wie ein Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Belgrade's largest heating plant up in flames. But even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war. Wenn meine Motive ehrenwert sind, dann ist es nicht so schlimm, dass ich Menschen töte. Ich habe ja einen triftigen Grund, sie umzubringen. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. Und dann der moralisch unantastbare Präsident. Er sagt uns, dass alles getan wird, um Frieden möglich zu machen. Das ist die offizielle Version. And I am continuing and I am increasing the search for every possible path to peace. Egal ob Johnson, Nixon oder der heutige Präsident. Alle haben immer wieder betont, wie sehr sie den Frieden lieben und den Krieg hassen. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. Alle Präsidenten der letzten 50 Jahre haben uns erzählt, dass sie keinen Krieg wollen. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I still think we ought to take the right side now. I think we let brown people get around well, no, I'd rather use a nuclear bomb if you got that ready. And that, I think, would just be too much. The nuclear bomb? That would probably
I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. So you have this eine paradoxe Situation. Der Präsident ordnet massive militärische Gewalt an, viele Menschen werden sterben und er sagt uns, ich will keine Gewalt, ich will Frieden. I respect your idealism. I share your concern for peace. I want peace as much as you do. Für den Frieden zu kämpfen, dient immer als Rechtfertigung für den Krieg. We cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud. Wir Amerikaner möchten glauben, dass unsere Regierung niemals versuchen würde, uns mit billiger Propaganda in einen Krieg hineinzuziehen, wie sie es beim Irakkrieg getan hat. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Iraq and Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda. Terrorism. Cyber attacks. Nuclear program. Biological weapons. Cruise missiles, ballistic missiles. Chemical and biological weapons. Iraq has weapons of mass destruction. President Bush has said Iraq has weapons of mass destruction. Tony Blair has said Iraq has weapons of mass destruction. Donald Rumsfeld has said Iraq has weapons of mass destruction. Richard Butler has said they do. The United Nations has said they do. The experts have said they do. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. Die Kriegspropaganda der USA ist fein abgestimmt, raffiniert und bestens mit den Medien verzahnt. The White House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence. The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons. Der Paukenschlag der Medien dient als Verstärkungseffekt. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al-Qaeda connections. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see, both of them want to see Americans dead. Die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Medien die Sicht der Regierung übernahmen, hat mich erschreckt. Die Säbel wurden gewetzt und die Invasion des Irak war nicht mehr nur möglich, sondern fast schon sicher. President essentially giving Saddam 48 hours to get out of Dodge. War now seems all but inevitable. Short of a bullet to the back of his head or he leaves the country, war is inexorable. Well, I think that's exactly right. War is inevitable, and it is approaching inexorably. I agree. I don't think there's a viable option for the administration at this point. We're way too far out front in this. Send us over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. Die US-Medien standen dem Weißen Haus bald kaum noch darin nach, die Weichen auf Krieg zu stellen. We'll take you there. Wir sprechen gerne von liberalen Medien, aber es gibt kaum Berichte aus dieser Zeit, die die Unausweichlichkeit des Einmarschs in Frage stellen. Wenn die Presse so sehr zur Geisel der Regierung wird, haben wir ein Problem. That's when you have a problem. I just pulled these two things out. I've laundered them so you can't really tell what I'm talking about because I don't want the Iraqis to know what I'm talking about. But trust me, trust me. If history's any guide, wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.